Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Camper. Hier in diesem Film die Antwort darauf: wird es uns möglich sein, unsere Gelbatterien 1:1 zu tauschen gegen Lithiumbatterien, oder brauchen wir andere Geräte? Brauchen wir zusätzliche Geräte? Alles dazu hier in diesem Film. Seid gespannt, bleibt dran, bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist. Ja, wird es uns möglich sein, unsere Gelbatterien 1:1 zu tauschen gegen Lithiumbatterien, so wie wir uns es vorgestellt haben? Oder brauchen wir andere Geräte, neue Geräte, zusätzliche Geräte? Müssen wir Veränderungen treffen? Alles dazu hier in diesem Film. Wundert euch nicht, wir haben das an verschiedenen Tagen gedreht. Somit sehe ich auch anders aus, ist kein Problem. So nicht, dass ihr euch wundert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an. Die Batterien, die haben wir euch ja hier schon einmal vorgestellt. Das werden wir noch mal mit verlinken, denn die werden heute hier bei uns verbaut. Bleibt dran, denn es gibt eine super Überraschung noch für euch. So, die Altimetron France 2x100 Ampere haben wir jetzt hier stehen zum Verbauen. Wir haben jetzt hier die alten Batterien ausgebaut und haben unsere Ladegeräte, die wir hier verbaut haben, 2 Ladegeräte eingestellt auf die richtige Ladekennlinie. Das müsste man machen, da haben wir die Beschreibung dann gelesen. Das funktioniert, die Ladekennlinie. Und hier unten im Fach ist dann die zweite Batterie verbaut. So schaut das jetzt aus, ohne den alten Batterien. Jetzt wird angefangen, die Verkabelung richtig zu führen. Das heißt, stärkere Kabel von dem Ladegerät zur Batterie. Hier werden die Kabel dann noch verstärkt. Wir gehen von 25 Quadrat auf 35 Quadrat und bauen hier noch entsprechende Verteilerschienen ein, so dass wir nicht von den Batterien abgehen müssen. Als erstes haben wir uns die Verteilerleisten angepasst, da werden wir mit dem Platz hinkommen. Hier sehen wir die Masseverteilung, dann sehen wir die Plusverteilung hier daneben, dann sehen wir hier die Sicherungshalterungen der großen Sicherungen, das 35 Quadrat Kabel vom Wechselrichter auf die Verteilerschiene. Hier werden die einzelnen Kabel angeschlossen vom Wechselrichter. Die Kabel haben wir im Vorfeld auf Länge zugeschnitten und ordnungsgemäß gekremmt und isoliert. Hier sehen wir die erste Batterie schon im Fach drin. Die Aufschaltung der einzelnen Abnehmer auf den entsprechenden Leisten, Masse und Plus. Hier noch einmal die Vorbereitung der entsprechenden Kabel, Kabelquerschnitte etc., die fachgerechte Isolierung, die Verteilerleisten von unseren Abnehmern im Wohnmobil. Also hier wurde alles aufgeklemmt, was normal, was wir hier nochmal einblenden im Foto, vorher alles auf den Batteriepluspolen, auf den Batteriepolen aufgeschlossen ist. Hier das Kabel, was nach oben geht zur zweiten Lithiumbatterie, was dann an den Pluspol angeschlossen wird. Hier die Halterung der zweiten Lithiumbatterie wird eingesetzt. Hier sehen wir das Verbindungskabel Plus von der untersten Batterie angeschlossen an die zweite Lithiumbatterie. Hier wird nichts mehr aufgeklemmt, an Verbrauchern auch nichts abgenommen. Ordentlich verschraubt, dass die Pole auch richtig ordentlich straff 100%ig sitzen. Die Verbindung der Minuspole der 2 Batterien und das Messband unseres Batteriekompletters. Hier haben wir die Kabel ausgetauscht, stärkere Kabel eingesetzt zum Laden, und hier drin haben wir die Ladekennlinie eingestellt, neue Kabel verlegt, drüber hier
her. Hier haben wir die Plusleiste, da haben wir die ganzen Kabel aufgeschalten von den 2 Ladegeräten, die wir hier verbaut haben. Wir haben eine Masseleiste hier gemacht und die Plusleiste. Über Kreuz angeschlossen. Ihr habt es ja gesehen im Foto, wie das bei uns verbaut war. Da waren alle Plusabnehmer hier auf die Batterie aufgeschlossen. Das sollte nicht so sein. Somit sind wir hier jetzt auf diese Plusleiste gegangen und hier auf der Plusleiste geht hier alles weg. Abgesichert mit vernünftigen Sicherungen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir haben hier eine 250 Ampere, eine 60 Ampere Sicherung. Dann haben wir hier unten eine Ladesicherung drin, die Sicherung vom Wechselrichter. Dann haben wir hier das Messband, was hier an den Anschluss geht von unserer Votronic, von unserem Votronic Batteriecomputer, den wir drin gelassen haben. Unseren Solarladeregler haben wir drin gelassen, der bringt eine super Leistung, den haben wir bloß umgestellt, die Ladekennlinie eingestellt, das passt. Unsere zweite Batterie sitzt jetzt hier unten drunter. Hier haben wir jetzt mal die Kabel, das sind jetzt 35 Quadrat Pluskabel und das Massekabel, was jetzt hier von unten kommt, von der Batterie. Hier haben wir den Plus verbunden, 25 Quadrat und der 35 Quadrat kommt von unten. Hier haben wir noch einmal unseren Fühler für unsere Temperaturanzeige. Das werden wir noch mal mit verlinken. Das ist ein angenehmes Gadget. Da haben wir hier mehrere im Wohnmobil verteilt. Da haben wir dann immer einen Überblick über die Temperatur. Das ist, finde ich mal, ganz nett. Die Verkabelung vom Wechselrichter hatten wir ja schon umgestellt auf 35 Quadrat. Die haben wir beibehalten. Die gehen jetzt hier auf die Sicherung mit 250 Ampere und die 35 Quadrat, die hier von unten kommen. Somit war es bei uns nahezu möglich, die Lithiumbatterien 1:1 zu tauschen. Wir haben die 2 Ladegeräte, die Kennlinie angepasst. Wir haben die Kennlinie vom Solarregler angepasst. Und was wir noch austauschen werden, ist der Ladebooster. Da werden wir noch einen stärkeren einbauen. Zurzeit lädt hier der Ladebooster mit 20 Ampere, den wir hier verbaut haben. Das reicht nicht zu oder das reicht uns nicht zu. Somit bauen wir hier noch einen größeren ein. Wir schauen mal, was wir da machen können. Das werden wir euch mal auf dem Laufen halten. Somit haben wir die Batterien 1:1 nahezu getauscht. Ihr seht, es ist relativ einfach. Wichtig ist natürlich, den Kabelquerschnitt zu beachten und mit genügend Sicherungen hier zu arbeiten, dass alles entsprechend abgesichert wird. Vielen Dank noch einmal an Ultimatron France für die Bereitstellung, für die Unterstützung, hier uns diesen Umbau zu ermöglichen. Ultimatron France und wir geben euch 5%. Hier haben wir nochmal den Link mit eingeblendet, auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zum Shop inklusive diesen Coupon von den 5%. Wenn ihr das nutzen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, das unbegrenzt zu nutzen. 5% auf alles, was ihr hier bei Ultimatron France bestellt, zuzüglich der kostenlosen Lieferung. Ja, liebe Freunde, wir testen das Ganze jetzt aus. Es stehen richtig kalte Temperaturen vor uns. Wir kriegen kräftig Minusgrade. Wir werden unterwegs sein, da werden wir das Ganze mal testen. Mal sehen, wie weit wir hier kommen mit unserem Energieverbrauch. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt es ganz einfach unten in die Kommentare. Liebe Wohnmobilfreunde, ich bin auf der Rückfahrt vom Einbau der Lithiumbatterien. Bin total begeistert vom Einbau. Ihr habt es gesehen, alles wunderbar verbaut, funktioniert tadellos auf den ersten
Anlauf, alles einzeln abgesichert. Wir bedanken uns, dass ihr den Film wieder geschaut habt. Wir freuen uns auf einen Daumen nach oben. Viel Spaß wünschen wir euch und denkt dran an den Gutscheincode. 5% bekommt ihr auf den Kauf, auf den Link, wenn ihr hier Ultimate France Batterien bestellt, auf alles. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit, viel Spaß und wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss!